den
Zaun beschädigt hast, den wir übrigens brauchen. Allein schon wegen der Kräuter. Die wachsen auch so schon über den Rand, und zwar überall. Und über deinen scheiß Kirschbaum, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Ich habe mich schon damit abgefunden, all die Kirschen einzusammeln, die von meiner Seite zu nehmen, rüberzutragen zu dir. Aber ist der Weg nicht das Problem. Nur, meine Tochter, als sie das letzte Mal da war, weißt du, was sie gesagt hat? Markus! Sei still! Halt die Klappe! Ich hab's verstanden. Brauchst du es jetzt nicht tausendmal wieder. Verena, es tut mir leid. Warum entschuldigst du dich jetzt auch noch? Ja, ich weiß. Ja, du hast ja recht. Ich meine, es ist ja nun wirklich, wir brauchen den Zaun. Ja, Sag mir, dass du dich darum kümmerst. ich kümmere mich drum, okay? Danke. Herzlich willkommen zur zweiwöchentlichen Mitgliederversammlung des Kleingartenvereins Rosenkreuz e.V. Jeder der Anwesenden wird gebeten, sich kurz mit Namen und Garten vorzustellen. Mein Name ist Bethlehem, mir gehört der Garten an der nördlichen Seite. Ich baue Gemüse bescheidener Qualität an. Mit größtem Stolz erfüllt mich ein sich in meinem Vogelgartenhaus befindliches Vogelnest. Die Vögel singen laut und deutlich. Danke, Bethlehem. Die nördliche Seite wäre ohne dich verloren. Na, und wer ist denn weiterhin anwesend? Ich, Frau Vorgesetzte, mein Name ist Georgia und ich habe den Garten direkt am großen Hauptweg, angrenzend an das Wirtshaus. Durch meine gute Lage kann ich ein reges Sozialleben führen. In meinem Garten pflanze ich Blumen. Die sind schön, aber nutzlos. Georgia, jetzt sag doch so etwas nicht. Nichts, was schön ist, ist nutzlos. Sie haben ja vollkommen recht, Frau Vorgesetzte. So, und wer ist außerdem noch anwesend? Natürlich niemand. Unser sehr verehrter Herr Wirt scheint bereits zum 13. Mal seine Einladung verlegt zu haben. Sei es drum. Beginnen wir mit der Sitzung. Tagesordnungspunkt 1, die Angleichung der Wegbreiten. Bethlehem, Sie haben das Wort. Die Wege sind nicht gleich. Na, sieh mal an, wer da ist. Guten Tag, Frau Vorgesetzte. Gibt es denn keine Eikis mehr, denen du deine verdünnte Pisse anregen kannst? Gott sei Dank gibt es von denen noch genug. Schön, dass du trotzdem da bist. Wohl eingebrochen bei Ihnen. Was? Keine Sorge, bei mir auch. Haben eine ganze Menge mitgenommen. Besteck, Flaschen und so weiter. An Ihrer Stelle würde ich meine Gartenzwerge überprüfen. Wann? Nachts nehme ich an. Die Messinghalle kamen, als wir alle friedlich schliefen. Hast du die Polizei informiert? Wir sind unterwegs, aber bis sie hier ankommen. Die Sitzung ist vorzeitig abgebrochen. Jeder der Anwesenden wird gebeten, in seinen Garten zu gehen und zu überprüfen, ob etwas entwendet wurde.
Leistungssektor abbiegen. Der Garten kann ja als Ökosystem begriffen werden. Aber anstatt des Überlebens nimmt hier Ordnung den obersten Platz ein. Unser Zaun ist morsch und so weiter. Es lebe der Ordentlichste. In der Natur überlebt ja eben der den Gesetzen der Natur am ehesten entspricht. Oder besser gesagt, man nennt die Gesetze der Natur eben die, an die sich all jene halten, die am Ende überleben. Das heißt, sie werden nachträglich bestimmt. Das ist doch toll, oder? Wie viele Liter sind das, ha? 30? 30 Liter oder so, Alter, das ist unfassbar, so viele Liter. Und die Gabeln, Alter. Fuck. Ja, so viel ist es doch gar nicht. Scheiß drauf. Los, mach's auf. Ich werde nie wieder arbeiten gehen und es heißt nie wieder. Genosse Gartenau meldet sich zu Diensten. Der große Volksführer Mao Zedong lehrt uns, die Mittelgärtner auf unsere Seite zu ziehen, damit diese, die Großgärtner, die dem rückständigen Kapitalismus verfallen sind, bekehren und zu unserer Seite bewegen. Die Agitation der Mittelgärtner kann nicht ohne die Agitation der armen Gärtner vonstatten gehen. Sehr wichtig, Genosse. Genosse, was gedenken wir wegen der revisionistischen Kante zu tun? Ja, gut, also kurz gesagt, wir sind zufrieden. Völlig und umfassend zufrieden. Naja, aber irgendwie ist das ja ein ziemlich unrevolutionärer Zustand. Alter, habt ihr mal gesehen, wie es da drin aussah? Alter! Als ich dieses Bild gesehen habe. Und ich schaue mir das so an und denke mir, Mann, was für ein Wildschwein. Und das schaut mich an und ich denke mir so, das ist ein Bild von dem Wirt. Also der Wirt ist ein Wildschwein. Das klopft mich an und schenkt dir noch ein Bier ein. Und dort hält das Glas und das kalte Wasser und hält schräg, damit es nicht schäumt. Keine Ahnung, was jetzt herkommt. Das ist scheiß Wildschwein. Aber jetzt ist es genau da. Genau da in unserer Mitte. Ziehen wir durch? Eins, zwei, Genossen! Wir erheben unser Glas. Aber wir erheben das Glas nicht für, sondern gegen. Wir erheben das Glas gegen die Dekadenz. Gegen die Akkumulation der Kleingärtner. Und wir erheben das Glas gegen die Ungerechtigkeit. Und wir erheben das Glas gegen das Wildschwein. Das, was da im Wirtshaus sitzt und mit seinem Rüssel sein Weißbier schlürft. Gegen das alles erheben wir unser Glas. Und noch viel mehr. Heute feiern wir den Sieg. Wir hätten nicht alles nehmen sollen. Das Wildschwein ist ein Papierwildschwein. Nach außen hin angsteinflößend, aber in Wirklichkeit machtlos. Genosse Mao hat es in seinen Analysen vollkommen richtig dargestellt. Alles auf der Welt ist eine Doppelnatur. Aber wir hätten nicht alles nehmen sollen. Weißt du das nicht? Ich habe keine Angst. Ich glaube auch nicht, dass du Angst Was hast. muss es denn
ein V-E-H-I-L-B-F-A-K-A. Verstehst du das? Verstehst du das? Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der ununterbrochenen Vorwärtsentwicklung. Aus dem Reich der Parks ins Reich der Gärten. Ey, du würdest uns allen Gefallen tun, wenn du nicht so unfassbar stolz darauf wärst. Alle Ansichten, in denen Stagnation, Pessimismus, Tatenlosigkeit oder Überheblichkeit zum Ausdruck kommen, sind falsch. Zum Gnom. Das ist unsere Welt. Georgia. Ach, komm schon, Georgia. Mensch, Georgia. Würden Sie uns kurz einen Moment alleine lassen? Natürlich, Frau Vorgesetzte. Sie haben ihn mitgenommen. Frau Vorgesetzte, ich verstehe, wie schwer das ist. Wir müssen etwas tun. Ja, natürlich. Aber wir können ja nicht einfach so rumsitzen. Das verlangt doch auch gar keiner. Ich verstehe doch nicht, wie Sie das geschafft haben. Habe ich denn keine Alarmanlage? Doch, also, natürlich. Es ist halt nur eine Kleingarten-Alarmanlage. Also, sie ist eher symbolischer Natur. Verena? Ist Ihnen denn eigentlich schon mal etwas weggenommen worden? Ich weiß nicht, ob das hier irgendwas zur Sache gibt. Wie ist es mit Markus? Habt ihr euch wieder vertragen? Ich will nicht drüber reden. Wie auch immer. Die Polizei wird suchen und wir werden einfach... Ja, ganz genau, wir werden hier im Gartenzwerg schon finden und die Kiste Bier, oder? Verena, nehmen Sie das Ganze überhaupt ernst? Ehrlich? Nein, ich nehme das hier kein bisschen ernst. Oh, Georgia! Ja, Frau Vorgesetzte. Meinst du, Sie werden wiederkommen? Ich weiß nicht. Vielleicht können wir ja Schilder aufhängen oder bessere Schlösser kaufen. Aber was können wir denn noch machen? Wache schieben? Georgia, wie lange bist du eigentlich schon in diesem Garten? 6 Jahre. Ich dachte, Sie wüssten das. Nehmen Sie das Spiel an. Nein! Ein Spiel ist ja erst ein Spiel, wenn es Regeln hat. Ja, man muss sich das mal vorstellen. Ein simulierter Diebstahl in einem simulierten Garten. Aha. Naja, sogar die Alarmanlage ist symbolischer Natur. Natur. Aber auch der Diebstahl. Ja, sogar der ist symbolischer Natur. Natur! Naja, wenn's dein Zwerg wäre, Freundchen. Du bist mein Zwerg, Freundchen.
verstehen. Aber ich erkläre es dir. Oder ich sage einfach, dass ich länger arbeiten muss. Jedenfalls, lieber sehe ich den Einbrechern ins Gesicht. Und dabei ist es doch noch so heiß. Ja, ja. Mich interessiert wirklich, was unsere Frau Vorgesetzte so die ganze Nacht getrieben hat. Mich soll der Blitz treffen, wenn sie heute nicht mit einer Idee daherkommt. Vor allem wegen ihrer Gartenzwerge. So wird's sein. Ohne sie wären wir verloren. Herrschaften, Markus? ich habe mir kürzlich einen Wellensittich gekauft. Was? Wovon? Was ist der so? Ich habe mir das mal durchgelesen. Obst und Gemüse steht da. Ach, ich dachte immer Würmer. Ja, das ich auch irgendwie. Auch in der Wildnis. Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Ich bin richtig müde. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Meine Elsa, die hat aber richtig gut geschlafen, ja? Die will immer mit Fenster offen und dann... Bei mir wurde überhaupt nichts geklaut. Das ist irgendwie komisch. Ich war gar nicht so ein Zaun in der Mitte. Naja. Hast du die Vorgesetzte heute schon gesehen? Nö. Und sonst auch kein... Sie reden aneinander vorbei. Kann es in einem unechten Garten echte Liebe geben? Meine Herren, entschuldigen Sie bitte, wenn ich bei der Arbeit störe, aber es gibt eine wichtige Ankündigung. Heute Abend gibt es eine verpflichtende Mitgliederversammlung. Herr Wirt, das ist auch in Ihrem Interesse, bleiben Sie mit den Ausreden bei sich. Und Markus, könntest du bitte Verena Bescheid sagen? Können Sie das nicht selbst sagen? Tu mir den Gefallen. Worum wird es gehen, Frau Vorgesetzte? Um die Sicherung unseres Eigentums und den Kampf gegen kriminelle Elemente in dieser Gesellschaft. Machen Sie sich Gedanken. Natürlich, Frau Vorgesetzte. Ich erwarte sakrale Pünktlichkeit und konstruktive Vorschläge. Guten Tag. Was für eine Frau. Das wüsste ich auch gerne. Ich muss dann auch mal wieder. Ihr wisst schon. Also, mein Garten. Was macht es dann? Dann suchen Sie den Boden ab. Wurzeln. Und wenn sie satt gefressen wird, dann legt sie es in die Sonne und wärmt seine borstige Wange. Was für ein Leben! Wie es sich suhlt in einer Pfütze. Wie sich der Schramm dann in seinem Fell festsitzt. Am Abend, da steht sie unter Tresen. Grunzt die Besucher an. Was darf denn bei Ihnen noch sein? Ich würde gerne noch ein kühles Blondes nehmen. Ein kühles Blondes. Komm sofort. Bitteschön. Oh, danke schön, mein Sportsfreund. Sportsfreund, kein Problem. Wissen Sie was? Geht aufs Haus. Oh, das ist ja ein Schnäppchen. Ein Schnäppchen, aber natürlich. Ein Schnäppchen. Jetzt hat
neue Zeiten. Lehrt uns nicht Mao, der große Volksknoten, den Feind hinreichend zu kennen, um einen klaren Trennungsstrich zwischen uns und ihm ziehen zu können. Ist uns nicht angeraten, und zwar im allgemeinen gering zu schätzen, ihn aber im Konkreten ernst zu nehmen. Jetzt, wir müssen wissen, was diese Menschen trinken. Aber wir trinken doch schon, was sie trinken. Das war mit der Wozu willst du denn hin? Willst du sie sehen oder was? Willst du dich mal überlegen fühlen? Die Polizei will gar nicht. Bitte nicht. Wir erwarten nicht, dass wir so dreist sind. Oder? Das würde er aber nicht wollen. Was lehrt uns denn unser Onkel? Was lehrt uns denn unser großartiges Zwerg über den Hang zum Abenteuer? Wo ist die kühle Analyse? Zeit der Analyse ist vorbei. Zeit der Handlung. Das ist so ein Trottel. Ja, ich finde irgendwie auch nicht, dass du das tun sollst. Ich sehe ein bisschen Mitleid entwickelt. Die armen Gärtner. Wir hören unsere Eltern und Familie. Familie ist wichtig, ne? Und ihre Schwestern sind auch wichtig. Ihr Alkohol, der dir gerade noch geschmeckt hat, weißt du jetzt? Weißt du? Vielleicht sollten wir uns mal mit dem zusammentun und ein bisschen Müll einsammeln, Ach, ne? echt? Wollten wir das? Wen hat's denn mitgerissen? Ein paar Gabeln. Und schon sind wir radikal geworden. Wow, Glückwunsch. Du zitierst falsch. Oh, erwischt! Ihr seid mir immer. Wisst ihr, wenn es nach euch geht, ne? Wenn es nach euch geht, dann würden wir immer noch drum herumlaufen und scheiß Karten anlegen, weißt du? Wir schauen da einfach nur mal vorbei. Gut. Meinetwegen. Ein Bier. Sarah. Ja, ich meine, er hat doch recht. Aber, Nichts. ey, das ist doch Selbstdarstellung. Guck dir den doch mal an. Du kannst nicht. Das ist für die Revolution viel zu klein. Wir müssen uns genau überlegen, was wir als nächstes tun. Wir haben jetzt einen strategischen Vorteil. Wenn ich nicht Fantastisch! Wir treffen uns dort und zieh dir was Unauffälliges an. Ich komme nicht mit! Oh nein! Nils kommt nicht mit! Oh nein! Nils! Nils! Warum kommt Nils denn nicht mit? Was soll man denn heute machen? Nils! Kämpfe müssen gekämpft werden. Und dieses Gefecht hat gerade erst begonnen. Wir brauchen bessere Schlösser, bessere Alarmanlagen. Jeder hält Wache, jeder kontrolliert minutiös seinen eigenen Garten. Angenommen? Angenommen. Feierabend! Feierabend! Frau Vorgesetzte, welche Schicht werden Sie übernehmen? Die auf Ihre Volksmädchen gehen. Verena! Hast du Lust, heute später mit mir auf der Hauptweg zu frühstücken? Georgia, ich weiß nicht. Ich kann gerade nicht mit ans Frühstück denken. Verena, jetzt ziehen Sie bitte nicht so ein langes Gesicht. Wir werden Sie kriegen. Frau Vorgesetzte, bei allem Respekt, aber danke. Na, endlich. Wie geht es eigentlich mit deinem Weltzettel? Das weiß ich natürlich nicht. Ich habe ihn zu Hause gelassen. Meint ihr eigentlich nicht, dass ich jemand mal so richtig aussprechen sollte? Ich wusste nicht wer. Ja,
Vielleicht würde sich ja dann jeder mal um seine Verpflichtung kümmern. Markus! Es ist doch so. Jetzt hör mal zu, du einstelliger kleiner Mann. Wenn du noch einmal mit dem Zaun anfängst, dann... Ich hätte gerne 2 Bier, bitte. Wo kommt ihr denn her? Nebenan? Aha. Ich war schon immer ein großer Freund von Kleingartenanlagen. Hier ist es so friedlich. Wie ist es bei Ihnen so? Genau so. Darf ich mich vorstellen, ich bin die Vorsitzende dieses Kleingartenvereins. Und wer sind Sie? Wir sind ein paar junge Menschen, die ihre Nachbarschaft besser kennenlernen wollen. Sehr erfreut. Wir haben also noch keine Bekanntschaft mit dem wilden Schwein gemacht. Wegen Wildschwein? Ja, ja. Man sagt in der Gegend, treibt sich ein Wildschwein rum. Einfach dann Shows nach oben rein. Ja, ist das so? Ja. Neulich sollen es beobachtet haben, wie sich ein Bier eingegossen hat. Das ist ja Quatsch. Ich schicke ein Video. Sie sind also auch Kleingärtnerin. Mit Leib und Seele. Wie ist das so? Naja, man schaufelt viel oder entfrostet mal den Baum. Repariert was. Ja, ich bin anstrengend. Naja, das ist halt mein Garten. Wie meinen Sie das, Ihr Garten? Ja, er gehört mir. Ja, klar, aber ich meine, wie meinen Sie das, Ihr Garten? Also, ist Ihnen das bewusst? Ist Ihrem Garten das bewusst, dass es Ihr Garten ist? Oder hört der Garten auf Sie, oder wie kann ich mir das vorstellen, ja? Nein! Aber die Polizei kann nicht sagen, dass jemand in meinen Garten eingebracht ist. Wer würde denn sowas tun? Ja, ich weiß nicht. Wer würde denn das tun? Verena! Ich bin übrigens Johann. Verena! 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 Was? Verena, komm sofort dort raus! Ich denk nicht dran. Verena, ich sag's dir einmal! Wenn du nicht aufhörst zu schreien, dann mach ich gar nicht. Und Sie sind also auch Kleingärtnerin. Mit Leib und Seele. Wie ist das so? Ja. Schaufeln, Wurzeln, Blättern. Ich bin voll anstrengend. Ja, das ist halt mein Job. Ach, wie meinen Sie das, Ihr Garten? Ja, er gehört mir. Ja, das glaube ich meine. Was bedeutet das, Ihr Garten? Also ist Ihnen das bewusst? Oder hört Ihr Garten auf Sie? Nein, aber die Polizei hat uns nicht verwiesen, dass es mein Garten Oh, eingebrochen ist. Verena! Und Sie? Sie sind also auch Kleingärtnerin? Du schreist schon wieder. Mit Leib und Seele. Wie ist das so? Und man muss die schaufeln oder hier und da mal was reparieren, einen Baum entwurzeln. Es ist mein Garten. Wie meinen Sie das? Ihr Garten! Er gehört mir. Ich
einer Firma arbeiten, wo es kostenloses Wasser gibt. Aus einem Behälter. Warm, kalt und mit Sprudel. Warum? Alles andere war mir egal. Nur das Wasser. Es ist heiß. Also gehe ich zum Wasserspender. Kalt, warm, Sprudel. Oh, ich liebe Sprudel. Ich gehe also hin, entscheide mich und ich bekomme, was ich will. Und jetzt? Er arbeitet in einer Kanzlei. Wir haben jeden Tag einen Befehl. Ich wollte Tennisspieler werden. Ich habe noch nie Tennis gespielt. Ich habe nur diesen Ball geworfen. Ach, Bethlehem! Es können ja auch nicht alle Träume in Erfüllung gehen. Meine Eltern, die hat mir zum Geburtstag einen Badmintonschläger geschenkt. Einen Badmintonschläger, das muss man sich mal vorstellen. Das ist kastriertes Tennis. Sie liebt mich! Ja, und ich sie. Und du, Markus? Markus! Bist du verheiratet? Geschieden. Wieso? Auseinanderentwickelt. Ich komme nicht mit! Okay, na gut, meinetwegen ein Bier. Natürlich, Frau Vorgesetzte. Ich habe fast nicht geschlafen heute Nacht. Richtig müde. Natürlich, Frau Vorgesetzte. Ich habe mir ein Wellensittich gekauft. Was ist los? Was ist denn so? Was ist denn so? Mich, Frau Vorgesetzte. Das sollten Sie nicht sagen, Georgia. Nichts, was schön ist nutzlos. Das Wildschwein! Wird sie auch noch besuchen! Der große Volksführer, Mao, diese Frau Vorgesetzte, lehrt uns, die Mittelgärtner auf unsere Seite zu ziehen. Danke, Bethlehem. Genosse Wellen, ich werde mich zu Diensten! Wir erheben unser Glas. Wir erheben unser Glas! Aber wir erheben unser Glas nicht für, sondern gegen! Wir erheben unser Glas gegen den Zaun, der zwischen unseren Gärten mord und die Welt aber in der Entkleidung sollte Grundstückschneiderei zu sein. Und wir erheben das Glas gegen die Eltern, die damit Fenster offen will und dann! Ich konnte solche Veranstaltungen noch nie wirklich wieder
gekommen. Verena, das ist mein guter Freund Nils. Sehr freut. Ist das der Freund, von dem du mir erzählt hast? Nein, aber der Freund, von dem ich dir erzählt habe, das ist sozusagen, das ist unser gemeinsamer Freund. Stimmt's, Nils? Nils, schön, dass du da bist. Ich muss dich unbedingt wem vorstellen. Das ist Marius, er hat einen Wellensittich. Und das hier ist Bethlehem. Bethlehem. Er wollte einmal Tennisspieler werden, aber seine Frau hat ihm einen Badmintonschläger geschenkt. Ein Badmintonschläger, kannst du dir das vorstellen? Die leben alle hier in diesem Kleingarten. In diesem Kleingarten, in dem wir das erste Mal sind. Da wohnen wir hier in der Nachbarschaft und es ist nicht ein einziges Mal ins Gehirn gekommen, mal die Menschen hier kennenzulernen. Hast du schon Verena getroffen? Ich glaube bei ihr und Johann. Ehrlich gesagt, liegt mir nicht viel daran. Oder lag mir nicht viel daran, bis es weg war. Die Sache beim Verbrennen ist die, dass es nicht darum geht, wie sehr die Haut betroffen ist. Wie sehr der betroffen ist, sondern nur wie viel. Sondern nur wie viel. Als Jugendlicher habe ich das auch gemacht. Also, nicht bei mir natürlich. Es ist so einfach, es ist interessant. Man könnte so leicht an Gemüse kommen und auch an Alkohol. Aber trotzdem sind wir alle hier. Das wahre Spiel ist doch nicht das mit Playmobil, sondern mit der Mutter, wann man nämlich nach Hause muss. Normalerweise würdet ihr mich jetzt unterbrechen, aber heute ist mein freier Abend. Ich könnte jetzt so was sagen wie, oh, meine Mutter hat mich gerufen, aber ich glaube, das versteht man auch so. Und du hast dir wirklich nichts getan? Ich war gerade bei der Frau Vorgesetzten. Georgia ist auch bei ihr. Ihr gesamter Garten ist abgebrannt. Mit Blumen und Hütte. Heute Abend ist eine Mitgliederversammlung. Meinst du, es war einer von denen? Ja, natürlich. Das kann kein Zufall sein. Ich meine, genau an dem Tag, an dem die kommen, brennt das Wirtshaus. Aber vielleicht war es ja nur ein Unfall. Ja. Wir kennen die noch gar nicht. Obwohl, Verena, Ich kann jetzt nicht mit ihr reden. wir sehen uns bei der Mitgliederversammlung.
du das für mich gemacht? Was? Für ihn dann, ne? Für Johann. Ich muss uns mal so richtig zeigen, ja? Das ist auch was drauf. Komm schon, sag, Nils, sag schon. Sag, das ist doch völlig klar. Einfach mal die ganze Scheiße anzünden. Sarah, ey, wenn du dich hören könntest. Es ist immerhin keiner gestorben. Einer gestorben. Keiner gestorben. Schade. Davon hat er nichts gesagt. Er war unser Volksführer. Wo steht es? Wo steht es? Hier, Weil wir die ganze Haube anzuzünden. deine rechte Krieg, hast du schon mal was davon gehört? Wenn es friedlich geht, dann ist das zu bevorzugen. Ich habe aber gesehen, wie es friedlich geht. Du mit diesen zwei Typen und mit dieser Vorgesetzten, ja? Und Johann, du mit dieser anderen, Verena. Ey, tolles Paar, ich will überhaupt, dass ihr das überhaupt erklären muss. Ihr seid genauso. Ihr beide. Geh, Ich. verpiss dich, ich kann dich nicht mehr sehen. Ach nein! Du Armer! Einmal geht es nicht um dich, ne? Einmal bist du das revolutionäre Feuerzeug gehalten. Mein armes Mann der Geschichte. Worum geht's dann? Das Eigentum schon vergessen. Wer hat denn gesagt, dass es den Menschen korrumpierten Grund für alle Konflikte ist? Er war nicht nur Eigentum. Servus. Hast du noch nie gebratenes Wildschwein? Geh einfach! Sonst wird die Polizei nicht rufen. Hör mal zu, was du sagst. Diese Mistendreck. Ich habe ihn besucht. Überall verbunden. Er wird es schaffen. Wir haben keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Ich habe mit keinem gesprochen. Verena war endlich mal da. Verena? Verena. Die Gärtnerin.